Hallo und grüß Gott. Aus unserem kleinen Überraschungsurlaub aus Österreich, genauer Seefeld. Warum ein Überraschungsurlaub? Ja, unser Alex hier wird stolze 30 Jahre alt. Und da dachte ich mir, komm, ich schenke ihm eine kleine Reise. Und da sind wir nun. Bei meinen Alpen, bei meinen geliebten Alpen. Ja. Standesgemäß gleich mal hier wandern. Ja. Für den ersten Nachmittag heute haben wir uns die 3 Seenwanderungen vorgenommen. Die 3 Seen, an denen wir vorbeilaufen, heißen Möserer See, Lottensee und Wildmoossee. Der Schwarzwald ist ja schön und gut und unsere Heimat. Aber es ist einfach herrlich, überall blitzt hier und da mal ein bisschen die schneebedeckten Kuppen von den Bergen raus. Einfach beeindruckend, nach wie vor. Man sieht sich auch nie satt. Wir sind jetzt oberhalb von Mösern, laufen gleich an einen See, den Möserer See, wo wir eine kleine Pause einlegen und die schöne Umgebung auf uns wirken lassen. Den 3. See, den Wildmoossee, können wir euch heute leider nicht zeigen. Wir dachten schon, wir sind dran vorbeigelaufen. Allerdings war das einfach nur eine Wiese. Ich zeige euch auch gerade hier die Drohnenbilder. Wie ihr seht, kein Wasser. Entweder gab es den noch nicht dieses Jahr, wird es nicht mehr geben dieses Jahr, oder ihn gab es schon. Schreibt doch mal in die Kommentare, falls ihr eine Idee habt, an was das liegen kann. Ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung. Oder was denkst du? ich habe es nachgelesen. Du weißt? Das ist ein Phänomen. Ein Phänomen. Ich meine, oben auf den Bergen sieht man ja noch Schnee. Und zwar nicht wenig. Aber hier unten bei 25 Grad schon verrückt. Wir sind jetzt gleich zurück im Hotel. Mal schauen, was die Lena mir geschenkt hat. Machen noch ein bisschen Wellness. Hunger habe ich auch so langsam. Du auch? Ja. Ja. Kein Mittagessen gehabt. Der Bauch schreit. Da hat sie sich nicht lumpen lassen. Hoi, hoi, hoi. Und da unten haben wir direkt den Marktplatz von Seefeld. Können entspannt Leute beobachten. Gefrühstückt haben wir schon. Im Fitnessstudio waren wir auch kurz. Und jetzt geht es für uns ganz nach da oben auf die Reuterspitz. 15 Kilometer, 1200 Höhenmeter, hoch und runter. Wir freuen uns drauf. Und diese Aussicht hier vom Balkon ist einfach Wahnsinn. Ich habe jetzt auch die Route ein bisschen angepasst, damit wir statt zweimal durch Seefeld zu laufen, noch einem schönen See vorbeikommen. Und an der Länge der Route ändert sich da nichts. Wir können übrigens heute ziemlich abkürzen über eine Bahn, machen wir aber nicht. Wo die Menschen im Winter mit den Skiern runterdonnern, laufen wir jetzt mühsam den Berg hoch. Und zwar ganz nach da oben. Ehrlich gesagt, ich habe schon ein bisschen bereut, dass wir nicht mit der Bahn hochfahren. Du, Lena? Bisschen. Ja, aber wir sind hier zum Wandern und es ist doch wirklich schön. Keine Menschen jetzt hier auf der Strecke. Wahrscheinlich, weil es halt eine Bahn gibt, aber hier auch entlang dem Fluss. Echt angenehm. Die Skipiste haben wir verlassen und wandern jetzt einen ganz schmalen Bergweg hoch. Herrlich, diese Aussichten schon wieder. Wahnsinn. Leni, gefällt's? Ja.
nur anstrengend. Oh, unsere Kirche läutet wieder. Die hat uns heute Morgen um 6 schon aus den Betten geläutet. Die erste Bahn hätten wir uns gespart. Ich habe schon den Satz gerade gehört von jemandem, so schlimm war es ja gar nicht. Jetzt könnte man hier nochmal mit der Gondel bis zur nächsten Station fahren. Jetzt ziehen wir aber auch vollends durch. Je höher wir kommen, desto ruhiger wird es und auch kälter und der Boden wird weißer und rutschiger. Aber herrlich, mal wieder. Lena wie letztes Jahr läuft wieder vor. Wir dachten kurz, jetzt fängt es an zu regnen, aber irgendwie kommt immer mal wieder die Sonne raus. Wie es halt so ist, wenn wir in den Bergen sind. Wir sind jetzt auf dem Seefelder Joch, wie ihr seht, komplett schneebedeckt. Gleich nochmal die Drohne geflogen für schöne Aufnahmen. Aber wir wollen jetzt gar nicht unnötig Spannung aufbauen. Wir wissen nicht, ob wir auf die Reuterspitze kommen. Und selbst die Seefelder Spitze hier ganz links oben wird schon schwer und vielleicht auch gefährlich, weil eben einfach Schnee liegt. Wir haben auch keine Stöcke dabei, dummerweise. Wir haben schon Leute hochlaufen sehen, deswegen werden wir es auf jeden Fall probieren. Aber wir wollen uns natürlich auch nicht unnötig der Gefahr dann aussetzen. Es sah von unten schon spektakulär aus und es ist spektakulär auch von hier oben. Und er möchte noch seinen 30. Geburtstag erleben. Und die nächsten 60. Mindestens. 70. In diesem Moment ist uns noch nicht bewusst, wie gefährlich es schon bis zum Seefelder Joch sein wird. Der viele Schnee lässt nicht nur teilweise keinen Blick auf den regulären Weg zu, auch drohen die riesigen Schneeplatten ins Tal abzurutschen, uns eingeschlossen. Wir nehmen uns vor, einfach mal so weit hochzulaufen, bis es nicht mehr geht. Die Schneespuren der Wanderer vor uns machen uns Hoffnung und geben Mut. Man kann es gut oder schlecht finden, aber auf das Seefelder Joch kommt man mit Gondel und Bahn. Muss gar nicht groß gewandert sein. Und dementsprechend viel wird hier auch los sein, vor allem in der Hauptsaison. Aber jetzt ging es eigentlich so um die Mittagszeit. Corona herrscht ja auch noch. Aber selbst das, was wir jetzt hier machen, glaube ich die meisten schon wieder nicht. Wir haben den einen oder anderen hier auch schon in Turnschuhen gesehen. Und da geht das nicht im Schnee. Wahnsinn. Einfach atemberaubend. Und hier auf die andere Seite runter, Seefeld. Von hier oben sieht man auch schön, dass Seefeld auf einem Plateau liegt, höher gelegen. Ganz da unten in dem Wald ist die 3-Seen-Tour, die wir gestern gemacht haben. Diese kann jedoch nur schwerlich mit der heutigen mithalten. Dieses Gefühl beim Anblick des Alpenpanoramas aus solch einer Höhe. Unbeschreiblich. Ganz ehrlich, so gefährlich war es letztes Jahr in keinem Moment. Wie steil es jetzt hier hochgeht. Alles voll mit Schnee. Der Schnee ist hier auch noch ziemlich tief.
die viel verschriebenen, ausgetretenen Pfade sind hier echt eine Hilfe. Andererseits würde man nämlich nicht sehen, ob man gleich im Schnee einsinkt oder nicht. Es ist saugefährlich hier oben. Wir haben es sicher auf die Seefelder Spitze geschafft. Hier endet aber heute für uns der Weg ganz nach da hinten. Es ist einfach zu gefährlich und es würde für heute auch noch zu lange dauern. Ein erfahrener Wanderer, der hat auf jeden Fall sehr erfahren ausgeschaut, hat gesagt, vergesst es. Das wird heute nichts mehr. Fühlt sich jetzt komisch an, zurückzulaufen, aber auf der anderen Seite werden wir dann mit der Gondel wieder zurück und haben dann auch mehr vom Tag und können vielleicht noch in unser Wellnessbereich im Hotel. Aber die Drohnenaufnahmen hier waren schon fantastisch. Ja, hier geht es einfach mal den Berg runter. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Da sind wir vorhin hoch. Und wie gesagt auf die Reuterspitze. Das sah schon gefährlich aus und wollen jetzt kein unnötiges Risiko da eingehen. Der Rückweg bergab fühlt sich noch gefährlicher an, denn man hat viel besser im Blick, wie steil es bergab gehen könnte. An der Bergbahn angekommen, spricht uns der Bahnwart an, ob wir drüben waren. Er meinte, noch wird schon von unserer kurzen Route abgeraten. Zu gefährlich, dass eine Schneeplatte unkontrolliert brechen könnte. Und an meinem Geburtstag habe ich mir gewünscht, eine E-Mountainbike-Tour zu machen. Und zwar fahren wir heute in Richtung Karwendel, so circa 50 Kilometer. Mal schauen, ob das Wetter hält. Seefeld ist der perfekte Ausgangsort für Mountainbike-Touren. Wer wie wir trotz den vielen Höhenmetern längere Strecken hinter sich bringen möchte, nimmt sich gleich ein E-Bike. Auf normalen Wegen eine leichte Unterstützung bis 25 km/h ist dieses gerade bergauf unheimlich wertvoll. So schaffen wir als absolute Nichtradler eine Strecke von 60 Kilometern mit 1200 Höhenmetern ohne größere Anstrengung. Eine alte Bekannte aus dem letzten Jahr, die Isar. Ganz in der Nähe sind wir vergangenes Jahr vom Karwendelhaus über Scharnitz zur Halleanger Alm gewandert. Fernweh kommt auf. Die Lust auf eine längere Reise ist groß. Wir stehen jetzt hier oberhalb von Mittenwald. Das seht ihr hier im Hintergrund. Der Berg hinter uns heißt Gerberkreuz. Habe ich rausgefunden durch die Super App Peakfinder. Wir fahren jetzt da weiter hoch Richtung Lautersee. Vor einer wirklich bezaubernden Kulisse haben wir jetzt am Lautersee Mittag gegessen und fahren jetzt weiter in Richtung Seefeld, wo wir nochmal in Richtung Seefelder Spitz fahren werden wahrscheinlich, wenn das Wetter einigermaßen hält, und zum Kaltwassersee fahren. Unterwegs kommen wir noch an der Leutascher Ache vorbei. Ein kleiner Weg führt dort bis zu einem großen Wasserfall. Was für eine tolle und vor allem ungeplante Erfrischung. Kurz vor einem Gewitter fahren wir noch hoch zum Kaltwassersee. Dank der E-Bikes kein Problem. Aber wegen der aufgezogenen Wolken ist dieser nur halb so spektakulär wie auf den Bildern. Wir haben ihn aber auch ganz für uns. Rechtzeitig vor dem Regen schaffen wir es ins Hotel und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Zum Abschluss laufen wir jetzt noch den Gschwandkopf hoch, so circa 10 Kilometer. Eigentlich hatten wir vor, noch Samstag auf Sonntag irgendwo in der Nähe zu übernachten, aber da sich das Wetter jetzt zuzieht und wir keine Lust haben,
im Regen großartig wandern zu gehen, fahren wir heute Abend heim. Wo wir vor 2 Tagen noch waren, ganz oben sind jetzt die Wolken. Ich glaube, man würde von da oben jetzt gar nichts mehr sehen. Oben auf dem Gschwandkopf machen wir es uns ein letztes Mal gemütlich. Sogar die Sonne kommt noch einmal kurz raus, um sich dann wieder hinter die Wolken zu verziehen. Schon in 2 Wochen wollen wir wieder in die Berge. Auf alten, uns bekannten Pfaden wandern auf einer Teilstrecke von München nach Venedig. Noch würde dafür viel zu viel Schnee auf den Gipfeln liegen, denn es ist nicht irgendeine Etappe. Es wird die Königsetappe im Karwendel. In der Hoffnung, dass das kommende Sommerwetter den Schnee schmelzen lässt, fahren wir nach Hause.